Nach einer sehr ruhigen, erholsamen Nacht haben wir am Morgen die Wetterkarte studiert und mussten leider feststellen, dass wieder eine schlechte Wetterfront heranzieht. Wir haben uns dann entschieden, das gute Wetter in Fjällbacka und Smögen zu nutzen. Somit stand ein Tag mit Streckemachen auf dem Programm. Am Abend, kurz vor unserem Übernachtungsplatz, bedankte sich Norwegen noch mit einem Elk bei uns, der genau vor unser Wohnmobil stand. Wir verbrachten eine letzte Nacht in Norwegen auf einem Stellplatz mit Anlegeplatz für ein Dampfschiff. Wir könnten es nicht lassen, hier noch ein paar Aufnahmen zu machen, denn die Gegend war wirklich sehr schön. Am nächsten Morgen ging es dann sofort Richtung Fjällbacka, denn Don wollte unbedingt mal wieder ein bisschen wandern und baden. Fjällbacka ist bekannt durch den Fetteberget, einen imposanten Felsen im Ort. Dort angekommen, machten wir uns auf den Weg und planten den Berg zu besteigen. Nach der ersten Etappe stellten wir aber fest, dass es immer nasser und rutschiger wurde. Also änderten wir unsere Pläne und kehrten um. Um den Berg und die wunderschöne Landschaft von oben bestaunen zu können, haben wir dann lieber die Drohne hochgeschickt, was uns tolle Bilder und Videos bescherte. Die Wanderung führte uns weiter zum Badeplatz von Fjällbacka. Wir kamen an sehr schöne Häuser vorbei
me that it's worth it. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Weiter ging es zum Hafen, wo die Fischerbooten lagen. Till the morning, love me like you do, and I'll forget that we're broken. I know it's getting late, but I wanna stay anyway. Stay anyway. Stay anyway. Stay anyway. Dort angekommen, ergriff Don seine Chance und genoss das kühles Wasser. Nachdem er fertig mit Baden war, legte er sich in die Sonne, um zu trocknen, und wir nutzten die Zeit, um das festzuhalten. Wir haben die Zeit hier sehr genossen, bis unsere Reise weiter nach Schmögen ging. In Smögen haben wir uns zunächst nach einem Stellplatz für die Nacht umgesehen, aber leider konnten wir hier nichts Passendes finden. Wir parkten daher auf einen öffentlichen Parkplatz und gingen zu Fuß zu den wunderschön gestrichenen Fischerhäusern. Da hier nicht viele Urlauber unterwegs waren, war es uns möglich, alles in Ruhe zu bewundern und festzuhalten.
Leider mussten wir dann auch weiter und suchten erfolgreich einen Platz für die Nacht. Zum Abschied bedankte sich Schweden mit einem majestätischen Sonnenuntergang, den wir total genossen haben. Am nächsten Morgen ging es sehr früh los. Das Wetter war wie vorhergesagt, sehr stürmisch. Zum Glück könnten wir noch über die Brücke nach Dänemark fahren. Ich hatte alle Hände voll zu tun, um das Wohnmobil auf die Straße zu halten. Hier endet unsere Skandinavien-Urlaub und wir möchten uns bei euch allen für die Unterstützung bedanken. Bald geht's weiter mit unserer Reise nach Frankreich und Spanien, wo wir wieder neue Abenteuer erleben werden. Bleibt dran und bis bald.